Willkommen in Irland, dem Land der Mythen, spektakulären Landschaften und unvergesslichen Roadtrips. Irland, auch die grüne Insel genannt, ist berühmt für seine atemberaubenden Küsten, historische Burgen und die legendäre Gastfreundschaft seiner Bewohner. Der Atlantic Road, ein Teil des Wild Atlantic Way, schlängelt sich über 2500 Kilometer entlang der Westküste, vorbei an rauen Klippen, einsamen Stränden und charmanten Dörfern. Highlights wie Downbattercat, Cliffs of Moher und die beeindruckenden irischen Städte und Küsten machen die Reise zu einem unglaublichen Abenteuer. Willkommen auf dem Atlantic Road Trip durch Irland. Ich zeige euch 3 Wochen Abenteuer, schönste Orte und die besten Highlights von dieser Insel. Wir starten in Dublin, aber von dort geht es dann wirklich ab in die wilde Natur. Die kompletten Highlights, die vorgefertigten Karten, die ganzen Navigationen findet ihr unten in der Beschreibung zum Downloaden. Auf alle Kosten, Tipps und Reisezeiten gehen dann am Ende des Videos ein. Ja, dann steig ein, viel Spaß beim Schauen! Nach 1000 Kilometern gibt es den ersten größeren Zwischenstopp in Holland an der schönen Küste von Seeland. Wir sind jetzt in Calais angekommen und morgen geht erst die Fähre weiter um 7:30 Uhr. Man kann nämlich hier gratis übernachten, direkt vom Hafen. Das nutzen wir jetzt natürlich aus und dann fahren wir morgen weiter. Wir haben alle Fähren unkompliziert über Direct Ferries gebucht. Beste Preise und super einfach. Für 3 Überfahrten haben wir 520 € bezahlt. Alle Infos findest du unten in der Beschreibung. Ich bin jetzt da ungefähr schon eine halbe Stunde mit dem Schiff unterwegs und ich sehe schon, ja, das ist da drüben. Wir fahren da jetzt auf der linken Seite und hey, es fühlt sich gar nicht so an. Es ist echt fast gleich und das Einzige ist, wenn man zum Kreisverkehr da reinfährt, dann ist das ein bisschen ein komisches Gefühl. Jetzt bin ich gerade bei den Seven Sisters und es ist eben mega bekannt für die unglaublich schönen Klippen, die was jetzt da direkt an der Küste sind, die was aus Kalk bestehen und komplett weiß sind. Und jetzt geht es weiter rauf zu Holyhead, fahren wir mit der Fähre rüber nach Irland. Los geht's! Jetzt gerade in Dublin aufgewacht, ja, und das ist der Startpunkt hier. Dublin hat jetzt knappe 600.000 Einwohner, ist schon ein bisschen größer, aber man kann alles super gut abgehen und die Fahrräder sind super günstig, kosten nur 3,50 € für einen Tag ungefähr. Und wir werden jetzt da hier weggehen und dann machen wir so eine komplette Runde um den ganzen Fluss. Und das sind die meisten Sehenswürdigkeiten und das geht sich in so einen halben Tag bis einen Tag ungefähr aus. Dann starten wir! Gleich am Fluss sieht man die beeindruckende Samuel Beckett Bridge, ein Wahrzeichen Dublins. Mit ihrer Hafenform erinnert sie an ein Guinness. Von dort aus geht es auf einen Spaziergang entlang des Liffey-Flusses, wo die meisten Sehenswürdigkeiten dicht beieinander liegen. Perfekt, um die Stadt zu Fuß zu erkunden. Mit der super praktischen Stadtkarte vom Tourismusbüro, die ihr in der Beschreibung downloaden könnt, findet ihr garantiert jeden Spot. Ein kleiner Insider, Dublin war einst eine Wikinger-Hauptstadt von Irland. Wenn du genau hinschaust, findest du überall Spuren aus dieser Zeit. Von Dublin 3,5 Stunden auf den Weg zur rauen Küste des Wild Atlantic Way. Nice! Unser Startpunkt ist Downing, ein ganz kleiner Ort. Jetzt fahren wir zum Strand. Hier darf man jetzt mit dem Van direkt auf den Strand fahren. So, kleiner Fun Fact, hier kannst du an einem Tag 4 Jahreszeiten erleben. Typisch Irland.
Pack auf jeden Fall winddichte Kleidung ein. Gleich daneben ist eine super Übernachtungsmöglichkeit und was man unbedingt sehen muss, ist eben Rosa Pena Strand. Ein Traum für Spaziergänge und besonders bei Sonnenuntergang. Es ist so verrückt, wir haben gerade jetzt einen Workout da gemacht und es sind, glaube ich, sicher 10 Leute vorbeigegangen, die alle ins Wasser gehen bei 12 Grad. Das heißt, wir gehen jetzt auch ins Wasser! So, das Ganze jetzt auf der Westküste ist Atlantic Road und da kann man überall entlang fahren und kommt man immer zur Küste. Und das ist jetzt der Marble Hill und da kann man surfen, ist ein cooles Strandbad da drüben und ist einfach mega schön. Das Surfen war so schön. Erster Tag des Surfen heute. Es hat nur 12 Grad gehabt, aber es war einfach unglaublich. Ich bin so happy. Und jetzt geht es weiter bei Atlantic Road und fahren entlang zur nächsten Bucht. Ein Zwischenstopp bei Falcao Beach ist ein weitläufiger Sandstrand mit perfekten Wellen und einem super Ausblick. Ein Traum für Surfer und Naturfans. Einfach einmal die Freiheit spüren. When we're going dancing, my heart starts beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. Ich bin jetzt da beim Makahorti Hafen oder wie man das ausspricht. Das ist richtig cool, man kann hier gratis übernachten, man kann sogar Wasser ablassen, hinten sind die großen Wellen, ist echt cool zum Zuschauen auch und man kann da rauswandern und dort draußen sich hinsetzen und die Surfer müssen draußen reinspringen und rauspaddeln. Hat irgendwie einen geilen Flair und es ist super schön zum Wandern da und ein kleiner See ist da hinten, echt ein cooler Platz. Change. We could be kings and queens every day. On the low, we are brave. Yes, even braver than the bravest. So let's go, start the race. We should be kings and queens every day. Ich bin jetzt gerade beim Strand herunter und es ist einfach unglaublich, wenn man da die Wand anschaut, da drüben vom Hafen. Es ist einfach einmal 3 Meter Unterschied von Ebbe und Flut. Darum sollte man echt immer aufpassen, wo man mit dem Auto steht und auch draußen am Meer, damit man von den Strömungen nicht erfasst wird. So, wir sind jetzt schon den 2. Tag auf dem gleichen Spot. Da hinten ist ja der Hafen und hey, wir haben einfach so ein wunderschönes Wetter und wir sind wirklich Slow Travel unterwegs. Wir fahren echt langsam durch Irland, wir sind noch immer im Norden und wir müssen das schöne Wetter ausnutzen. Ich war schon in der Früh surfen drüben, jetzt gehe ich mit der Moni da noch rein surfen. Dann geht es weiter Richtung Süden. Jetzt genießen wir das noch ein bisschen da. Diesen Spot, der geilste Spot von Irland. Jawohl. Atlantic. Wir sind also gerade beim Hallam Beach und das ist ja einfach ein wunderschöner Strand, wo man eben auch super cool surfen kann. Und jetzt ist gerade Sonnenuntergang, schönes Wetter, also ab ins Wasser. Tulem Beach und Bendoran sind einfach für Wanderer und Surfer ein Paradies. Der berühmteste Spot
The Peak in Pandoren zieht einfach Surfer aus aller Welt an. Und es macht einfach mega Spaß, dazu zu schauen. Hier gibt es ganz viele Wandermöglichkeiten und der Fun Fact, direkt hinter Talon Beach gibt es auch eine alte Legende über Feenringe, die man nicht betreten sollte. Ja, was glaubt ihr? Glaubt ihr an sowas? Schreibt es mal unten in die Kommentare hinein. Snooze Project war mein Partner bei der 30-Tage-Van-Ausbau-Challenge und ich bin mega happy. Maßangefertigte Matratzen mit speziellem Outdoor-Bezug, perfekt für den Camper. Die Angebote und alle Ausbauvideos zur Challenge findet ihr unten in der Beschreibung. Mull of More ist ein echtes Highlight für einen Roadtrip mit dem Van. Die Küstenstraße bietet atemberaubende Ausblicke, besonders vom Glashieburn Castle Viewpoint. Hier sieht man eine Burg und die Umgebung, so wie man sich Irland wirklich vorstellt. Perfekt für eine kurze Runde, um die Schönheit der irischen Küste zu genießen. Wenn euch das Video bisher gefällt, nehmt euch doch kurz einen Moment und unterstützt mich ganz kostenlos. Abonniert meinen Kanal und hinterlasst mir einen Kommentar. Das hilft mir weiterhin, tolle Videos für euch zu produzieren. Alle Tipps und Karten könnt ihr übrigens unten in der Beschreibung für eine kleine Spende herunterladen. Ja, ich bin jetzt gerade beim Suideck Beach, wo ich vorher bei dem Castle da vorbeigefahren bin. Da habe ich ja Drohnenaufnahme gemacht. Und das ist ja ein bisschen der Secret Spot, sage ich einmal, für Surfen. Und da gehen viele Leute wieder einfach ins Wasser hinein. Die Iren sind einfach unglaublich. Also die gönnen jede Gelegenheit und jumpen ins kalte Wasser. So bei 12 Grad, das ist eigentlich normales Baden für einen. Jedenfalls, die Kulisse ist mega cool. Das ist hinten der See, mit die Berge hinten oben und da der wunderschöne Strand. Echt eine coole Gegend. Die Moni war im Wasser und der ist jetzt gerade, glaube ich, auf so einen Fisch draufgestiegen. Und der ist halt eben giftig, der hat einen Stachel entnommen und das kann man eben wegbringen, indem man das heiß macht. Machen wir das. Stopp bei Wild Atlantic Road, Grand Hill Beach und das ist einfach ja, eine wunderschöne Gegend, wo man wieder surfen kann. Überall sind kleine Bars und Cafés, wo man sich einfach reinsetzen kann. Am besten ein Getränk nehmen und sich einfach am Strand hinsetzen, die Surfer wieder zuschauen. Und es gibt viele Wandermöglichkeiten, auch Seen sind rundherum, echt empfehlenswert. Und es hat schon wieder über 20 Grad, das ist einfach ein Traum. Also weiter unten kann man auch vielleicht ins Wasser springen, aber es sind hier meistens starke Strömungen, deshalb ist es eher noch was für Surfer da. Da haben wir uns gerade ein Eis geholt vom Mummies Johnson und jetzt gehen wir zum Strand. Das ist einfach perfekt da. So, weiter in Richtung Süden und wir sind auf einem unglaublich coolen Platz. Wir sind nämlich bei Down Battercat, einer unserer Highlights. Die Felsen von Doon Briste steht da wie ein einsamer Turm aus dem Meer und wirkt einfach magisch. Dort leben auch meine Lieblinge, die Puffins. Was auch echt interessant ist, der Ort wird nach dem heiligen Patrick benannt, der hier angeblich Wunder vollbracht hat. Mein Tipp, kommt früh morgens oder abends vorbei, die Stimmung ist dann unvergesslich und ihr habt den Ort fast für euch allein. Und mit wenig Glück seht ihr vielleicht auch Delfine. When we were younger, we used to sit on the grass among the flowers. We just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. Look at this! We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We were free. So, guten Morgen. Wir haben jetzt da in Galway übernachtet. Wir waren gestern da bei Stadthill drinnen. Das ist die Promenade, da geht man einfach ewig lang entlang. Ist eigentlich relativ schön. Wir haben auch Seehunde im Wasser gesehen. Aber die Stadt selbst oder die Promenade ist eigentlich nicht so schön. Und jetzt haben wir uns entschlossen, dass wir hier nochmal schlafen
und jetzt in die Altstadt hineingehen. Und es soll richtig schön sein. Und heute ist zufällig Sonntag. Da ist immer der Fischmarkt und der Local Markt. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Ja, Galway ist das Herz der irischen Kultur. Mit rund 83.000 Einwohnern ist diese Stadt voller Leben. Galway Lib Festival, hier wird alles gefeiert, von Austern bis Poesie. Verpasse auf keinen Fall einen Spaziergang durch den Latin Quarter und genieße die Musik der Straßenkünstler und die Atmosphäre ist einfach einmalig. Unten in der Beschreibung kannst du wieder die Sightseeing-Karte downloaden. Ich bin jetzt gerade da bei Quay Street und das ist jetzt quasi die Altstadt und da ist einfach alles bunt. Jede einzelne Bar oder ja, Geschäft hat einfach eine andere Farbe und voll schöne Zeichnungen herum und einfach voll schön dekoriert. Mega schön zum Durchgehen, zum Fotografieren. Ey, bitte macht nicht diesen blöden Fehler, was wir gemacht haben, genau unter so einen Strommasten zu stehen, weil die ganzen Vögel da oben scheißen uns alles an. Es ist alles voll, die ganzen Solarpanelen oben und das, oder? Das hat immer das ganze Putzen. Das ist wortwörtlich Zeit. Die Burg aus dem 16. Jahrhundert ist nicht nur wunderschön gelegen, sondern auch voller Geschichte und Legenden. Früher war sie ein Treffpunkt für irische Dichter und Schriftsteller. Sie gehört zu einer der bekanntesten Burgen und heute lockt sie mit mittelalterlichen Banketten und toller Aussicht auf die Bucht. Auf dem Weg zu den Cliffs of Moher haben wir zufällig was entdeckt. Okay, ich muss ehrlich sein, ich bin ein Schokoladenjunkie und Hazel Mountain Chocolate ist ein Paradies. Was hier echt cool ist, diese Schokolade wird komplett lokal hergestellt und du kannst bei der Produktion zuschauen. Schokoladenmanufaktur in Irland. Latte, Schokolade, Haselnuss. Oh, it's so nice. Ich hab's natürlich zugeben müssen. War ein bisschen teuer, das Ganze hat ein bisschen so um die 8,50 Euro gekostet, aber ich muss natürlich unbedingt was ausprobieren. Und jetzt muss ich den Schokopone von da probieren. It's also really nice. Guten Morgen, wir sind jetzt gerade bei dem Cliff von Moher. Das ist halt direkt wieder an der Küste und das sind die wunderschönen Felswände, wo die ganzen Vögel drinnen nisten, so ein richtiges Vogelhotel quasi. Und wenn wir Glück haben, sind wir hier die Puffins. Hier kann man wunderschön entlang wandern. Das einzige ist, der Parkplatz, da kann man zwar übernachten, aber der kostet halt pro Person 12 Euro. Das ist ein bisschen teuer, das ist eigentlich das teuerste, was wir bis jetzt gefunden haben. Aber es ist unglaublich schön da, deswegen schauen wir uns das jetzt an. Cliffs of Moher, ja, sie sind so beeindruckend, wie ihr denkt. Und nein, Fotos und Videos können das einfach nicht so einfangen. Ein kleiner Insider-Tipp wieder, geht nicht zum Hauptaussichtspunkt. Ein kleiner Wanderweg führt dich zu einem ruhigen Platz mit genauso tollen Ausblick. Die Typen sind echt cool, aber hey, ist so übertouristisch da, das ist ein Wahnsinn. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und für das pro Person 12 Euro zu zahlen, das finde ich, boah,
Ich weiß nicht, ob sich das wirklich auszahlt. Wir waren ganz in der Früh erinnern, so um 8:30 Uhr, 9 Uhr, dann war halt viel weniger los, es war voll schön. Gleich weiter geht's nach Lahinch und das fühlt sich an wie die coole, entspannte kleine Schwester der Cliffs of Moher. Hier dreht sich alles ums Surfen. Ja, guten Morgen aus Lahinch. Da habe ich das mal ein bisschen außerhalb geschlafen. Ja, die ganzen Spots, wo ich überall geschlafen habe und wo ich überhaupt hingefahren bin, die ganzen Highlights, die findet ihr unten in der Beschreibung drinnen. Da habe ich eine eigene Karte angefertigt, die könnt ihr downloaden und dann könnt ihr mit den ganzen Navigationen und so euch komplett zurechtfinden. Also ist echt gut und erspart euch viel Zeit. Schaut unten einfach rein. Ja, Lahinch ist echt eine schöne Gegend, ist auch eher so eine Surfstadt. Die Moni kauft sich, glaube ich, einen Wetsuit, also das ist der Surfclub. Wir werden heute noch ein bisschen ins Wasser da reingehen und dann werden wir noch mal kurz durch die Stadt gehen und dann fahren wir wieder weiter. So good. What do you want to buy? Okay, let's take this one. God. So, wir waren jetzt in der besten Bakery in Town, Hugo's Bakery, und da haben wir richtig coole Sachen gekauft. Also, wenn ihr mal da seid, unbedingt daher gehen, da gibt es die besten Sachen. I know this is the right way. You move me in the right Jawohl, wir trinken einen warmen Tee, weil es draußen ganz Zeit regnet und kalt ist. Es hat gute 10 Grad vielleicht, sehr windig und werden vielleicht später noch rausgehen. Der Wald schaut so aus. Rainy, 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 rainy. I think we're in the right place. Keep thinking of the things you said. Now my wishes turned out to be true. Oh, tonight, tonight, I've got your hand in mine. Heute waren wir den ganzen Tag im Wind drinnen, weil es einfach so arschkalt ist. Es ist jetzt einmal wirklich richtig irisch da oben im Irlandwetter. Aber das wäre der wunderschöne Strand, was ist da. Und ja, wäre ziemlich schön, wenn es nicht so windig wird, kalt. Nach einer Übernachtung am Strand geht es weiter zum berühmten Connor Pass. Es ist einer der schönsten Straßen, die ich je gefahren bin. Du bist hier wortwörtlich zwischen Himmel und Erde. Ja, wir sind jetzt gerade beim Connor Pass und da fahren wir mit dem Auto so quer drüber. Es ist vielleicht insgesamt der ganze Pass, die Runde dauert ungefähr 40 Minuten und er ist richtig schön. Wir haben halt nicht so ein perfektes Wetter, aber es ist trotzdem unglaublich. Also wir waren zuerst beim Wasserfall, der ist direkt bei der Straße. Dann kann man ein bisschen raufspazieren, das ist ein Plateau jetzt, da sieht man die ganze Kulisse, wo die Schafe hinten oben weiden. Da kann man unglaublich schöne Bilder machen. Einfach super schön zum Wandern da in der Gegend. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Auto. Make my heart go insane. Now I'm running home to you. Oh, tonight, tonight, I've got your hand in mine, and I won't let you go this time. And So, jetzt fahren wir gerade auf einen Connor Pass und da fahren wir jetzt so drüber. Und manchmal ist es ziemlich schmal, da muss man eben aufpassen, wenn man einen größeren Bus hat. Aber das gibt es genug Buchten, wo man kurz warten kann. Und jetzt, wenn wir ganz oben waren, da war extrem windig, jetzt fahren wir runter zum Ort Dingle. What's the name? Dingle. Dingle. So, wir fahren jetzt zur Ortschaft Dingle. Von dort geht es dann wieder zurück Atlantic Road nach Richtung Cork. Das ist aber unser Anhaltspunkt. Ja, jetzt schauen wir uns das Dingle an.
Ja, wir sind jetzt gerade da in Dinge. Das ist eine mittelgroße, man sagen, kleine Stadt. Was hier der Hotspot ist, die bekanntesten Whale-Watching-Touren. Also wenn man unbedingt eine Wale sehen will, dann muss man unbedingt daher gehen und sich da nach einer Whale-Watching-Tour anschauen. Dinge an sich selbst wirkt sehr irisch und ist wie ein Postkartenmotiv. Bunte Häuser, ein lebhafter Hafen und richtig gutes Essen. Weiter geht's nach Inch Beach. Es ist ein Strand, der wirkt, als würde er einfach nie enden. Ein Ort, der einfach nach Freiheit schreit. Ein besonderes Highlight, mit den Wellen kann man direkt am Strand stehen und den Tag mit dem Blick auf die Wellen genießen. Und wenn du Lust auf Action hast, wartet eine coole Surfschule, die dich aufs Board bringt, egal ob Anfänger oder erfahrene Surfer. Guten Morgen in Kinsel angekommen. Jetzt gibt es einmal gleich ein frühes Video, weil schau mal, wie schön. Wie ihr gesehen habt, wunderschön aufgewacht in Kinsale. Heute haben wir besseres Wetter, speziell am Hafen übernachten können. Nur man muss nachher ab 10:30 Uhr eben 2 Euro pro Stunde zahlen und man kann nur 2 Stunden da stehen bleiben. Also werden wir da weiterfahren. Aber wir werden uns die kleine Stadt jetzt noch ein bisschen anschauen. Es gibt wieder unglaublich schöne Bars und schöne so Gassen, was man da anschauen kann. Der Hafen ist mega nett. Daneben gibt es einen kleinen Strand, wo man ins Wasser gehen kann. Vielleicht werden wir das auch noch machen. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. Die Sonne ist jetzt heraus und das merkt man da hinter mir. Es sind jetzt alle heraus mit kurzen Leiberl und genießen das einmal. Es waren nämlich die letzten 3 Tage was richtig kalt, nur 10 Grad oder so. Und jetzt hat es mal wieder über 20 Grad fast. And you can't put up a fight in the misty light. See how you've grown while you roam in the streets all alone. Ich bin jetzt gerade in der Bibliothek von der kleinen Stadt und das ist richtig cool und ich kann hier jetzt da arbeiten, habe mich nur registrieren müssen. Ich habe jetzt eine Karte in Irland, wo ich jetzt dazu die ganzen Bibliotheken gehen kann. Und ja, kann jetzt gerade das Internet nutzen und das brauche ich eben für YouTube. Ich muss nämlich die ganzen Videos hochladen. Deswegen kann ich so viel arbeiten nebenbei auch. Perfekt da. Und voll schön die Bibliothek. Sieht echt cool aus. Neben der wunderschönen Stadt hat Kinsale auch einen wunderschönen Strand, wo man echt den Abend cool ausgehen kann. Ja, dann ist klar, warum dass ich keine Fische fange. Wenn die da sind, dann habe ich keine Chance. Ja, guten Morgen aus Cork. Wir sind jetzt da Port of Cork, also wir sind mitten im Hafen. Und wir haben jetzt da übernachten können auf der Straße. Und jetzt werden wir nachher einfach in die Stadt reingehen, schauen uns kurz die Altstadt an, gehen vielleicht zum Fischmarkt oder zum allgemeinen Stadtmarkt und ja, werden ein bisschen durchspazieren und dann geht es eh schon weiter zu unserer Fähre, weil die geht heute um 17 Uhr und die dauert nachher 20 Stunden, bis wir nachher in Frankreich sind. Das heißt, das wird eh alles ein bisschen eng. Drum geben wir jetzt ein bisschen Gas, eine Dusche werden wir schnell nehmen, frühstücken und dann los geht's. Die ganzen Highlights in Cork sind wieder ganz einfach zu Fuß machbar und dafür haben wir auch wieder die ganze Stadtkarte unten in der Beschreibung drinnen zum Downloaden. Bale City mit rund 220.000 Einwohnern ist die zweitgrößte Stadt Irlands, voller Charme. Was du nicht verpassen solltest, den English Market für lokale Spezialitäten, den Shandown Tower und den grandiosen Ausblick und die Crow Fjord Art Galerie für Kulturfans. Cork ist lebendig, authentisch und einfach ein Muss für deine Irlandreise.
So, jetzt haben wir die ganzen Sachen vernascht vom Markt und das war dabei, so ein Croissant mit Pistazienmark oder was, und jetzt muss ich das unbedingt probieren. Wow. Das ist richtig gut. Das kann ich euch empfehlen. Hat die Moni entschieden. Das ist, glaube ich, was das Beste. Better than Nutella. Wow. Ja, gerade in Roslare angekommen, direkt am Strand. Da drüben ist der Hafen und da fährt die Fähre weg. Wir werden mit der Fähre 18 Stunden fahren nach Cherbourg. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, das ist nach Frankreich. Und dann fahren wir von dort nach Österreich nochmal ca. 15 Stunden. Ja, das heißt jetzt noch ein bisschen genießen da, eine Stunde, dann müssen wir schon zur Fähre einchecken und dann fahren wir weg um 5 Uhr. Komisches Gefühl, dass jetzt die Irlandreise vorbei ist. Gerade jetzt, wo wieder das Wetter so schön ist, da will ich eigentlich gar nicht weg. Ja, tut ein bisschen weh. Aber es kommt sicher bald das nächste Abenteuer. Und wenn ihr wissen wollt, wo es nächstes Mal hingeht, weil es ist ein riesengroßes Abenteuer nächstes Mal, das dauert mehrere Monate, dann bleibt dran, abonniert den Kanal, schreibt es in die Kommentare hinein und folgt mich einfach auch auf Instagram. Dann bleibt ihr beim Laufenden und ihr unterstützt mich ganz kostenlos dabei. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, eine Fähre zu nehmen. Wir haben es ganz einfach über Ferry Direct gemacht und das kann man mit der App direkt beim Handy machen. Dazu findet ihr unten in der Beschreibung viele Informationen und ihr könnt es direkt auch dort downloaden. Nun zum Überblick für die 3 Wochen Roadtrip in Irland. Also wir haben die Kosten aufgegliedert. Wir haben 3-mal die Fähre gebraucht, hat 500 € gekostet. Der Treibstoff und die Maut von Österreich weg hat uns insgesamt 700 € gekostet. Und die Unterkunft für Campingplätze und so weiter war diesmal bei 0 €. Und für die Verpflegung, allgemein für Nahrungsmittel und so weiter, haben wir nur 550 € gebraucht. Ja, nur. Für die ganzen Attraktionen und Parkplätze und so weiter haben wir nachher 90 € gebraucht. Die ganzen Gesamtkosten für uns war Low Budget, habe ich das kategorisiert, war jetzt auf 1840 € für 2 Personen. Ja, und wenn man das umrechnet für komfortabel mit Campingplätze und wirklich Restaurants gehen und so weiter, dann wäre man bei ungefähr 2200 € bis 3000 € für 3 Wochen in Irland. Beste Reisezeit für uns war Frühherbst, weil da einfach weniger los ist. Aber ja, natürlich Sommer ist bestimmt mindestens genauso gut, ist einfach noch ein bisschen wärmer, es ist vielleicht ein bisschen mehr los. Aber Irland ist generell nicht so überlaufen wie zum Beispiel bei der Adria unten im Süden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie bitte unten einfach in die Kommentare hinein. Versucht es so gut wie möglich zu beantworten. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das unterstützt mich ja. Dann verpasst ihr natürlich nicht nächste Woche das große Abenteuer. Da seht ihr, wo ich jetzt gerade bin. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!